Das Besondere an diesem Festival ist die Atmosphäre. Das ist einfach einmalig und hilft, Grenzen auch verschwimmen zu lassen und Menschen miteinander in Austausch zu bringen. Wie schön und besonders das ist, fast ein Luxus manchmal, ne? Hier einfach zusammen Musik machen zu können. Actually, I was very surprised to see so many beautiful people, good people here. The community here is amazing. I was amazed to see that. So I'm gonna be back. Es ist irgendwie so ein Familientreffen, aber zum Teil kennst du die Familienmitglieder noch nicht. Das Kulturforum war wieder einmal der Hauptaustragungsort für das alle 2 Jahre stattfindende Jewish Music Today Festival in Fürth. Jüdische Musik verbindet seit jeher Menschen über Sprachgrenzen, Ländergrenzen und Generationen hinweg. 10 Tage lang wurde im März 2026 die Kleeblattstadt wieder zum Treffpunkt der internationalen jüdischen Musikszene. Unter dem Festivalmotto »Zusammen« begegnen sich Künstler, Publikum und Kulturen. Zum Festival gehören schon traditionell neben den Konzerten auch Workshops, Filme und viel Austausch und Gespräche. Herzlich willkommen zum Jewish Music Today Festival Fürth. Heute ist der 2. Tag. Ich weiß nicht, einige von Ihnen waren vielleicht gestern schon bei der Parade dabei vom Rathaus hier zum Kulturforum. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich zu unserem Festival erscheinen. Es ist so schön zu sehen, dass dieser Saal so voll ist. Das Jewish Music Today Festival ist eines von den großen Festivals für jüdische Musik. 10 Tage lang sind rund 100 Musikerinnen und Musiker aus der ganzen Welt, aus den USA, aus Israel, aus ganz Europa zu Gast. Und auch die Bevölkerung hier in Fürth freut sich alle 2 Jahre auf dieses Festival. Schon zum Auftakt des Festivals gab's einen richtigen Knaller. Die kanadische Band Clastory ist eine der spannendsten Formationen der internationalen Klezmer-Szene und gehört seit Jahrzehnten zur internationalen Spitze dieses Genres. Virtuos, leidenschaftlich und voller Spielfreude verbindet das Ensemble traditionelle jüdische Melodien mit Einflüssen aus Klassik, Folk, Jazz und Weltmusik. So entsteht ein unverwechselbarer Klang, der Kulturen zusammenführt, ganz im Sinne des Festivals. Ihr Konzert zählt auch in diesem Jahr zu den Höhepunkten des Festivals.
Uns ist es auch wichtig, nicht nur Musikerinnen und Musiker mit ihren Konzerten einzuladen, sondern auch Impulse zu geben. Und so vernetzen wir die Künstlerinnen und Künstler gerne miteinander. So haben wir beispielsweise mal ein Kindermusical auch in Auftrag gegeben und haben auch ein Projekt initiiert, das nennt sich Ist das jüdisch? Und da haben wir ein hiesiges Orchester, das Orchester Vent Uno, zusammen mit Juri Gurji, einem langjährigen Festivalbegleiter, DJ, Musiker, zusammengebracht. Das heißt, klassisches Konzert trifft Plattensammlung eines ukrainischen, jüdischen Musikers, der seit längerem in Deutschland lebt. Und was da rausgekommen ist, ist sehr, sehr spannend. Nämlich die Frage, gibt es überhaupt jüdische Musik? Was macht sie aus? Darauf gibt es keine eindeutige Antwort. Genau das zeichnet das Jewish Music Today Festival auch aus. Neue Ideen, ungewöhnliche Kooperationen und überraschende Perspektiven auf jüdische Musik. Der Ukrainer Juri Gurji ist für solche klanglichen Experimente und Fragestellungen genau die richtige Person auf der Fürther Kulturforumsbühne. Ich finde, dass bei jüdischer Musik gibt es oft eine Dimension, in der die Interpretinnen, Komponisten und Komponistinnen sich mit jüdischen Themen auseinandersetzen, und das ist quasi so ein Bonus. Es ist oft, es können unterschiedliche Genres sein, aber diese Auseinandersetzung mit den Themen macht es für mich auf jeden Fall interessant. In den 30er Jahren wandte sich Schönberg vermehrt der jüdischen Folklore zu. Er komponierte nicht nur, sondern sammelte... Das ist eigentlich ein sehr eklektisches, buntes Programm mit den tollen Kollegen von Orchester Vent Uno und mit Janusz von Nö-Theater. Er und ich moderieren. Orchester spielt dann die Musik von Mendelssohn, Bartholdy bis Amy Winehouse. Amy Winehouse wuchs in einem jüdischen... Das Orchester Vent Uno wurde übrigens 2025 mit dem Nürnberger Kulturpreis ausgezeichnet und ist das Residenzorchester des Kulturforums hier in Fürth. Virtuos und auf höchstem Niveau spannt es an diesem Abend einen musikalischen Bogen von Klassikern der Popmusik bis hin zu Mendelssohn, Bartholdy und Schönberg. Wir stellen mehr Fragen, glaube ich, als wir Antworten geben, und wir fragen, warum ist das jüdische Musik? Kann man das überhaupt als jüdische Musik bezeichnen? Und dabei, wie gesagt, ich finde, das ist informativ, aber auch sehr unterhaltsam, weil die Musikerkollegen sind toll, die Arrangements sind super spannend, also anders als ich erwartet habe. Auch die Sachen, die nie mit einem Streichquintett gespielt wurden, klingen plötzlich mit Streichern toll und ganz anders. Little holes, always little holes. I make second class holes, and I punch first class holes. I punch holes, then more little holes. Little holes, always little holes, little holes, little holes, little holes. Я контролер на ліля, на інвалідів з опери петля. Mit sphärischen Klängen begann der Festivaldienstag. Es übernimmt Magi aus Tel Aviv die Bühne im Kulturforum.
Mit ihrem energiegeladenen Mix aus orientalischen Klängen, Hip-Hop und jemenitischer Tradition sorgt sie für einen der außergewöhnlichsten Auftritte des Festivals. I think growing up from parents, my mom, she came from Baghdad, from Iraq, and my grandma used to listen to a lot of old Iraqi, Egyptian singers, classical singers like Kulthum and Ismahan, and also from my dad's side, the Yemenite side, a lot of prayers in synagogues in Yemenite. So it affected me a lot as a kid, and I used to listen to a lot of hip hop also, like black music, R&B. So this blend for me was very natural, like listening to all of these kind of styles. I feel I'm very privileged because I can reach out to people and unite them and make them feel loved and to get love and just to feel connected together. This is what I want to do. I feel this is my role as a musician, as an artist that comes from so many different cultures from the Middle East. So also where I live in Jaffa, which is a small city, it's also such a multicultural environment. So it's very natural for me to live together. Different languages, different religions, different, backgrounds. Genau diese Vielfalt prägt das Festival. Traditioneller Klezmer trifft hier auf Jazz, elektronische Musik, Rap, klassische Kompositionen, aber auch orientalische Klangwelten. Jüdische Musik zeigt sich hier in all ihren Facetten. Magi verbindet in ihrer Musik meist religiöse Traditionen des Nahen Ostens mit modernen, urbanen Sounds. So it's Yemenite prayers, and some prayers are from the Torah. And I feel very connected to God, and I feel His blessings. And it doesn't matter like what you believe in, but if you believe in a higher power and in love, then you just I just sing about that. And I want people to be kind to one another and to love one another. So this is what the prayers are about. My baby, he don't care for shows, and he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care who knows it. Auch Nani Wasana erweitert den musikalischen Horizont des Festivals. Die israelisch-niederländische Sängerin, Pianistin und Posaunistin gehört zu den bekanntesten Interpretinnen der Ladino-Musik. Mit einer Mischung aus bekannten Songs und eigenen Kompositionen begeistert sie das Publikum nicht nur am Klavier, sondern auch mit Blasinstrument.
que tan linda la criada y entre por Johanna Kunde. Wie unterschiedlich jüdische Musik heute klingen kann, zeigt dann die polnische Band Neokles. Statt traditioneller Arrangements setzen die Musiker auf elektronische Beats, Synthesizer und einen kompromisslos modernen Sound. Klezmer für die Gegenwart, tanzbar, laut und voller Energie. Aus dem Heinrich-Schliemann-Gymnasium in Fürth ertönen am zweiten Festivalwochenende dann ganz besondere Töne. Das Herzstück unseres Festivals sind immer die Musik- und Tanzworkshops, wo wir unser Publikum einladen, jüdische Musik zu spielen. Und es ist Tanzmusik. Das heißt, wir laden Menschen ein, wenn sie ihr Instrument gut können, einfach mit uns zu musizieren, egal welches Instrument. Und es ist verblüffend, dass die Menschen dann nach einer halben Stunde schon anfangen, gemeinsam zu spielen. Im Klezmer-Workshop wird das Motto des Festivals unmittelbar erlebbar: Zusammen. Musikerinnen und Musiker, Anfänger und Profis gestalten hier gemeinsam Musik und machen das Festival zu einem Ort der Begegnung. Ich spüre viel Neugier und auch viel Freude und auch eine Lust zu lernen und das besser zu machen, weil es ist ja wie eine Sprache. Wenn du nicht gewöhnt bist, dann musst du dich erst mal reinhören. Du musst erst mal die Unterschiede hören zur eigenen Sprache, zur eigenen Kultur. Was ist eigentlich speziell daran oder was ist anders daran, woran man sich erst mal aufhängt. Und dann sieht man auch, was haben wir eigentlich gemeinsam. Und es ist für jeden und jede eine individuelle Reise. Viele haben auch schon Erfahrungen und machen das schon seit vielen Jahren oder machen das in unterschiedlichen Konstellationen zusammen und kommen dabei gerne zurück, um wieder anzudocken an das hier. Ja, genau, war eine spontane Idee, dass ihr das zu zweit weitermacht. Gerne, machen wir. Ja. Dann macht ihr 2 zu 2 die Wiederholung von B-Teil. Es gibt sehr viel Freude, Auftrieb und es gibt Schwung und es ist ein wunderbares Miteinander. Man schwingt sich ein gemeinsam, es wird dann immer schneller und die Begeisterung wächst. Einen Einblick in das musikalische Vergnügen bietet dann das Abschlusskonzert des Klezmer-Orchesters am Sonntag im Heinrich-Schliemann-Gymnasium. Beeindruckend, wie hier innerhalb weniger Tage ein Orchester zusammenwächst und bei diesem außergewöhnlichen Programmpunkt des Festivals noch einmal Gemeinschaft, Begegnung und die Freude am gemeinsamen Musizieren zum Ausdruck gebracht wird. Das Besondere an diesem Festival ist die Atmosphäre, die die Musikerinnen und Musiker mitbringen. Es entstehen immer Gemeinschaften während eines Konzertes. Es wird spontan getanzt, es wird spontan mitgesungen, es wird geklatscht, es wird gelacht, es wird gefeiert. Es finden Tänze, gemeinsame Tänze während des Konzertes statt. Manchmal treffen sich die Musiker, Musikerinnen auch zu gemeinsamen Jam-Sessions, die dann auch offen sind für Besucherinnen und Besucher. Und das ist einfach einmalig und hilft, Grenzen auch verschwimmen zu lassen und Menschen miteinander in Austausch zu bringen. Zum Festival gehört deshalb weit mehr als nur Musik. Stadtführungen, Kinoabende, Museumsangebote, Bücherverkauf und Ausstellungen eröffnen Zugänge zur jüdischen Geschichte und Gegenwart. Wer möchte, kann hier Kultur mit allen Sinnen erleben.
Spezialisiert auf baltisch-jüdische Volkslieder hat sich die Band Black Rooster Kapelle. Sie verbindet traditionelle Melodien mit modernen Arrangements und gibt dem Fürther Publikum einen seltenen Einblick in das Leben und die Kunst des baltischen Judentums. Akrobatik, Tanz und Pantomime. Die Musiker von Dobranoc sind wohl die vielfältigsten Künstler des Festivals. Ihre Wurzeln liegen in Osteuropa, ihre Inspirationen reichen weit darüber hinaus. Entstanden ist ein mitreißender Sound zwischen Klezmer, Balkanmusik und Folk, der das Publikum im Fürther Kulturforum an diesem Abend noch einmal zum Staunen bringt. Wenn die Kofferfabrik zum traditionellen Klezmer Kofferbrunch einlädt und sich vor dem Eingang lange Schlangen bilden, weiß man in der Szene, dass sich das Festival langsam dem Ende neigt. Zeit also für ein Resümee. Die Festivalleitung hatte mit schwierigen Rahmenbedingungen zu kämpfen. Die politische Weltlage machte die Organisation diesmal nicht ganz einfach. Kultur hat den Auftrag, Anlässe zu schaffen, Menschen zusammenzubringen. Und gerade die jüdische Musik eignet sich sehr dafür, eben weil man so schnell miteinander in Kontakt kommt. Und das erleben wir jedes Mal. Also dieses Festival hat auch die Auswirkungen natürlich der weltweiten Veränderungen der letzten Jahre gespürt. Das sind immer Themen, die unsere Musiker, Musikerinnen betreffen, aber auch das ganze Festival. Und gleichzeitig ist es sehr wichtig, glaube ich, das Fremde vertraut machen, Hemmschwellen abbauen und einfach auch jüdische Kultur sichtbar machen in ihrer Vielfalt und ja, in dem, was jüdische Kultur vermag, eben uns zusammenzubringen. Am letzten Festivaltag fällt die Bilanz für Gerti Köhn dann durchaus positiv aus. Dem Kulturamt ist es wieder gelungen, internationales Klezmer-Publikum nach Fürth zu bringen. Über 5000 Besucherinnen und Besucher haben die Konzerte und Veranstaltungen besucht. Der Brunch in der Kofferfabrik, ein entspannter Ausklang nach 10 intensiven Tagen, trotz schwieriger Zeiten und kurzfristiger Absagen von Musikerinnen und Musikern. Erstmal ist es wichtig, dass, wenn wir in Schwierigkeiten sind, lernen wir auch zu schätzen, was eigentlich in Gefahr ist, denke ich. Und das, was in Gefahr ist, in verschiedensten Bereichen, auf verschiedenste Arten, das ist eigentlich das, was wir feiern und woran wir uns festhalten und was wir uns bewusst machen. Dass wir sagen, wie schön und besonders das ist, fast ein Luxus manchmal, ne? Hier einfach zusammen Musik machen zu können und auch an die zu denken, die das im Moment nicht können und die andere Schwierigkeiten haben. Wie zum Beispiel unsere Kolleginnen, die jetzt zum Festival nicht kommen konnten. Und selbst wenn sie gekonnt hätten, sie wären nicht gekommen, weil sie ihre Familien haben in Israel und sagen, nee, in diesem Moment müssen wir uns einfach ums Überleben kümmern und uns um unsere Sicherheit, unsere physische Sicherheit kümmern. Ich komme aus der Ukraine, weißt du. Bei uns ist solche Lage seit 12 Jahren und also verstärkt seit 4 Jahren. Ich kenne das, dass man halt von heute auf morgen Konzerte absagt, weil Künstler plötzlich in den Krieg ziehen muss. Es ist Wahnsinn und es ist aber eigentlich, es muss weitergehen. Es ist hart. Juri Gurschi versucht dem Wahnsinn mit Musik entgegenzutreten.
Die Weltpolitik bleibt auch bei diesem Festival nicht außen vor. Musik kann die Probleme nicht lösen, aber sie kann Menschen zusammenbringen und schwierige Zeiten ein Stück leichter machen. Jede Künstlerin und jeder Künstler trägt beim Festival dazu bei. Auch gerade, weil wir eine jiddische Kultur, ich sage es nochmal wieder, das ist eine Volkskultur und da kommen so viele verschiedene Menschen zusammen. Ne? Und wir können natürlich stundenlang über Politik reden und wir tun das auch, aber es gibt auch diese Momente, wo wir das nicht müssen, wo wir merken, es gibt auch eine höhere Ebene, auf der wir einfach zusammen sind als Menschen. Musik schenkt Freude, fast immer, und sorgt für Ablenkung. Und das ist extrem wichtig, dass man auch vielleicht beim guten Konzert auch nicht nur hören, sondern auch tanzen kann und sich ein bisschen abschalten. Das ist ganz wichtig. Ich spiele regelmäßig in der Ukraine, in den letzten 4 Jahren in meiner Heimatstadt Kharkiv, die täglich, also wenn nicht jede Stunde, beschossen wird. Und ich weiß, ich hatte von Intensität dieser Konzerte ist mit nicht zu vergleichen. Das ist wirklich, die Menschen wissen es zu schätzen und die feiern jede Minute Musik. Und genau das war in Fürth an jedem Abend spürbar. Das Jewish Music Today Festival lebt von Engagement, Leidenschaft und dem Glauben an die verbindende Kraft der Musik. Die Vorbereitungen für die nächste Ausgabe laufen bereits. Im März 2028 feiert das Festival sein 40-jähriges Jubiläum. Die Fortsetzung einer langen Tradition dank vielen engagierten Helfern. Wir haben im Kulturamt ein sehr starkes Team. Da sind alle am Start, wenn es darum geht, dass wir das Jewish Music Today Festival veranstalten. Allen voran Anna Sankowski, mit der ich die Programmauswahl treffe. Und auch das Team des Kulturforums, das ist auch eine Abteilung, die zum Kulturamt gehört, ist immer mit dabei. Und jeder übernimmt Aufgaben, die Reisen der Musikerinnen und Musiker zu ermöglichen, das Ticketing einzurichten, die Hotelreservierungen zu übernehmen, unsere Künstlerinnen und Künstler zu betreuen. Das ist tatsächlich ein Riesending, das wir auch gut ein Dreivierteljahr vorbereiten. Also es war jede Menge zu tun. Vielen, vielen Dank, Anna, dass du das die 10 Tage und vorher natürlich auch schon so gut gemanagt hast mit deinen beiden Kindern, die das natürlich auch irgendwie, die mussten die Mama entbehren. Das große Finale des Festivals fand dann am Sonntag im ausverkauften Stadttheater statt. Hier beschwor die legendäre Band The Classmatics, die 2006 einen Grammy gewann, noch einmal die verbindende Kraft dieser Musik. Standing Ovations inklusive.